Bevor ich diese Route filmen kann, muss ich natürlich erstmal eine Route erstellen. Das heißt, ich muss wissen, von wo bis wohin ich fliegen soll. Das geschieht am besten durch eine eigene Ordner zu machen. Wir gehen dafür in den Ordner Orte und können hier mit der rechten Maustaste hinzufügen Ordner, eine neue Ordner erstellen. Diese nennen wir jetzt mal ganz einfach Urlaub. Wir wollen also einen Film machen über unseren Urlaub. Der Urlaub, normal fängt dieser an mit der Platz, wo das Ganze gestartet ist. Ich mag es allerdings gerne, wenn wir von etwas weiter weg die ganze Geschichte starten. In diesem Fall möchte ich einfach hier aus dem Weltraum nach dem jeweiligen Anfangsort gehen. Dafür habe ich hier oben einige Markierungsmöglichkeiten. Wir brauchen diese erste gelbe. Wir klicken also einmal da drauf an und schreiben jetzt hier Europa. Wir wissen also, wenn ich diese Einstellung habe, dann befinde ich mich da, wo ich jetzt die ganze Geschichte sehe. Der zweite Punkt, den wir eigentlich jetzt haben wollen, ist unser Heimort, sprich da, wo es Ganze anfängt. In diesem Fall nehme ich den Biermannsweg 13 in Bochum, wo der Firma Comweb sich befindet. Und warum soll ich selber suchen, wenn ich Google Earth dazu benutzen kann? Das heißt, Google Suchen wird jetzt aktiviert und in dem Moment wird hier der Biermannsweg für mich gefunden und kann dementsprechend hier einscrollen. Sie wissen, dass wenn ich hier reingreife, dass der Einzoom-Funktion aufhört. Ich kann aber mit eigenen Mitteln, das heißt das Mausrädchen, rein und rauszoomen und dementsprechend meinen ersten Punkt setzen. Da ich gleich nach Düsseldorf weiterfliegen möchte, kann ich natürlich hier oben mit den Drehen die Richtung bestimmen, wie ich in den Biermannsweg den Sichtfeld haben möchte. Gut, wenn ich zufrieden bin, kann ich hier einen neuen Punkt erstellen. Das ist wieder das gleiche. Ich gehe hier oben und wähle als Markierung diese gelbe Markierung aus und gebe den Ort an. Hier nennen wir das Ganze mal Comweb. Google behält für uns die ganze Daten, das heißt, ich kann hier einige Sachen noch bestimmen, das würde ich aber lieber in einer extra Tipps und Tricks behandeln, als dass ich das heute mache. Wir haben jetzt unsere erste zusätzliche Punkt eingegeben, das wäre die Firma Comweb. Und wir können jetzt im Prinzip weitergehen nach dem Flughafen. Wir nehmen Düsseldorf. In dem Moment fängt Google von uns an zu suchen und wird dann irgendwann diesen Flughafen für uns finden. Gut, ich unterbreche wieder und stelle den so ein, wie ich das haben möchte. Auch hier drehe ich das Ganze wieder so, wie es mir gefällt. Und stelle das dann dementsprechend hier als neuer Ort in meine Ortsmarkierung zur Verfügung. So, der nächste Punkt, den wir dann haben möchten, ist natürlich Palma de Mallorca. Das ist das Endziel in dieser Geschichte. Da haben wir sie. Hier kann ich Google sagen, er soll das Ganze für mich finden. So, damit haben wir im Prinzip unsere, okay, hier gehe ich zur Flughafen. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich gehe bis zum Hotel. In unserem Fall würde ich sagen, reicht der nächste oder diese Flughafen aus. Wir brauchen noch eine Ortsmarkierung und sagen also Flughafen Palma. Wir haben jetzt 4 Punkte definiert, die wir alle anfliegen können. Ich kann einfach mal Europa anklicken. Sie sehen, dass wir wieder in die allererste Position zurückkommen.
Mir fällt aber negativ auf, dass wenn ich hier mal stoppe, dass ich hier diverse Punkte kriege, Europa, Flughafen Düsseldorf, Comweb und Palma. Das kann ich aber ausblenden, sprich, ich kann erstmal dafür sorgen, dass hier Palma verschwindet, das heißt, es wird auch nicht mehr dargestellt. Und ich kann jetzt bestimmen, wo ich einzelne Positionen wegschalten kann. Die sind natürlich noch da, aber sie werden eben nicht mehr auf der Karte gezeigt. Der nächste Schritt, den wir jetzt machen müssen, ist von dieser 4 Punkte einen Film zu erstellen. Und zwar eine Routeerstellung geschieht grundsätzlich über die eigenen Tools von Google Earth Pro. Das heißt, ich habe hier als 5. Icon eine kleine Kamera zur Verfügung. In dem Moment habe ich im Prinzip eine Aufnahme, die ich aktivieren kann. Die finden Sie hier unten. Da ist ein roter Knopf. Ich sage ihm jetzt, ich möchte aufnehmen und fange jetzt einfach an, durch Europa anzuklicken. Gut, wir waren ein bisschen zu nah dran, deshalb geht er eher zurück als rein. Wir können jetzt nach Comweb fliegen. Und danach geht es zum Flughafen und zu Flughafen Palma. Diese einzelnen Punkte werden genau so angeflogen, wie ich sie hingestellt habe. Das heißt, wenn ich jetzt nach Düsseldorf wieder gehe, dreht sich die Kamera schon mal in die richtige Richtung. Und wir sehen da den Flughafen, also unser nächster Punkt. Und von hier aus können wir den Flughafen Palma anfliegen. Hier haben wir nicht definiert, in welche Richtung es sein sollte. Deshalb macht er hier wieder eine Drehung. Gut, das war im Prinzip unser Flug, die wir jetzt auch aufgenommen haben. Das heißt, wir können uns jetzt den Button wieder betätigen, wodurch das Ganze abgestellt wird. Wenn Sie möchte, können Sie diese ganze Geschichte nochmal anschauen in der Preview. Wichtig ist aber, dass der Diskette-Symbol angeklickt wird. Damit geben Sie diese Tour auch einen Namen. Ich nenne das mal Urlaub. Und speichere das Ganze im Prinzip ab. Wir haben jetzt unsere 4 Anflugspunkte, also verbunden in einen Film. Sie merken, dass wenn ich auf Urlaub gehe, also auf das Filmsymbol Urlaub, dass ich hier unten ein Icon kriege, wodurch ich in der Lage bin, meinen Film nochmal laufen zu lassen. Das passiert allerdings im Moment nicht, weil ich hier noch meinen Aufnahmebutton habe. Die sollte ich also schließen. Gut, wenn Sie möchten, können Sie es nochmal anschauen, aber uns geht es natürlich jetzt darum, wie bekomme ich diese Urlaubsfilm, die immer noch nicht als Film weggesetzt ist, jetzt auch auf meine Festplatte. Dafür haben wir dann die Tools, die wir auch vorher schon eingestellt haben. Und der wichtige Tool, die wir jetzt brauchen, ist unter Tools Movie Maker. Wenn ich Movie Maker einschalte, kann ich diverse Einstellungen machen. Nochmal zur Erinnerung, er gibt hier eine gespeicherte Tour. Wir haben jetzt eine neue Tour, die nennt sich Urlaub. Wir haben 1920 x 1080 eingestellt. Wir wollen mit 50 Bilder pro Sekunde das Ganze durchführen. Wir wollen keinen Film, sondern in der erweiterten Ausgabe haben wir gesagt, als Bilddatenstrom aufzeichnen. Gut, er weiß jetzt wohin. Wir lassen ihm jetzt mal die ganze Geschichte angehen. Im Gegensatz zu unserem Paris-Film wird hier also wirklich bis 100% durchgegangen, weil wir jetzt die komplette einzelne Positionen anfahren. Das bedeutet für ihn, dass er wirklich jede einzelne Position durchgeht. So, der komplette Film ist jetzt erstellt worden. Wir haben jetzt einen Ordner bekommen, worin der Urlaub Palma abgelegt ist als Einzelbilder. Dieser ist, wie Sie sehen, etwas größer ausgefallen als der letzte Film. Dies werden wir jetzt in unser Schnittprogramm aufnehmen. Sie brauchen also ein Schnittprogramm, was auch Bild für Bild diese Bilder reinholen kann und dementsprechend verwalten kann. Wir nehmen hierfür das Programm Edius und
Edius habe ich so weit geöffnet, dass wir eine ganz normale Oberfläche haben, ohne dass irgendwas drin ist. Hier haben wir unsere Bilder und jetzt ist es so bei Edius, dass wir im Prinzip eine Sequenz reinholen können. Das heißt, Edius erkennt automatisch, ob Bilder zusammengehören anhand von der Name. In diesem Fall klappt das sehr gut, weil die bei 0 anfangen und bei 3000 etwas aufhören. Wir können hier also einen Namen, Objektname vergeben. Die belasse ich einfach so. Wir können sagen, wir wollen einen Sequenzclip erstellen. Das heißt, diese Clips werden alle zusammengefügt zu einer und wir haben dadurch ein mehr oder weniger Film bestehend aus Einzelbildern. Ich kann die auch in den Projektordner übertragen. Ich empfehle das aber nicht, weil wir eigentlich sofort von dieser Bildreihenfolge ein Film erstellen. Sie können sich vorstellen, wenn Sie einzelne Bilder in den Projektordner reinstellen, kopieren Sie sich von der einen Festplatte in der andere Festplatte enorme Datenmenge und das dauert einmal erheblich länger. Zweitens wollen wir die JPEGs oder die kompakte Dateien eigentlich gar nicht benutzen und was wir hier bekommen ist eine Sequenz und diese Sequenz, ganz wichtig, können wir auch sofort umwandeln in eine Datei, sprich ein Filmclip und das würde ich Ihnen auch empfehlen, weil dadurch haben wir im Prinzip erreicht, dass wir diese ganze Mengen an Bilder in ein kleines Filmchen umgewandelt haben und können dementsprechend diese Film wesentlich besser bearbeiten. So, Edius ist jetzt fertig, hat also aus die Bilderreihenfolge einen sogenannten Film erstellt und diese können wir jetzt auf die Timeline legen. Im Prinzip können wir unsere Sequenz auch schon wieder löschen, einfach die Entfernen-Taste drücken und wir haben jetzt unseren Film hier in einem Film vorliegen. Weil wir hier jetzt in einem Hauptbildverfahren arbeiten, haben wir hier ein leichtes Zittern auf der Film an sich. Das können wir durch zwei Methoden noch ändern. So, hier sehen wir, dass es wirklich vorwärts geht. Wir gehen also so weit zurück, dass wir sagen, okay, hier soll der Film eigentlich anfangen. Wir können also hier einen Schnitt machen. Das geht entweder mit C oder mit der N-Taste. C sagen wir, wir definieren, machen einen reinen Schnitt, definieren den Clip davor so weg, drücken die Entfernen-Taste. Und im Prinzip haben wir jetzt nur noch unsere Bewegung hier drin. Das gleiche müssen wir am Ende natürlich machen. Dafür drücke ich die Ende-Taste und bin im Prinzip auf Palma de Mallorca. Ich glaube, das ist schon richtig so. Deshalb belassen wir es dabei. Viel Erfolg. Wenn was ist, einfach melden. Wir versuchen zu helfen, wo wir können. Das war's. Ihr Comweb. Bis demnächst.